In dieser Woche erhielt ich eine Frage von einem Premium-Mitglied. Die Frage lautete, ob es besser sei, ein System wie das Robot-Trading-System durchgehend laufen zu lassen oder es am Wochenende anzuhalten. Wie würden Sie darauf antworten? Würden Sie sagen, dass dieses Trading-System gut oder schlecht ist? Wir haben eine Einzahlung von $10.000, einen Profit von $194 und derzeit ein offenes Saldo von etwa $38. Würden Sie ein solches System handeln wollen? Bitte werfen Sie einen Blick auf das Chart, wie es jetzt angezeigt wird, und teilen Sie mir mit, ob Sie mit diesen Ergebnissen zufrieden sind. Aber dazu gibt es eine Hintergrundgeschichte, die ich jetzt erzählen werde. Ich muss zugeben, dass mir in den letzten 5 oder 6 Tagen recht egal war, was meine Handelssysteme gemacht haben. Letzten Freitag war ich unterwegs und abends auf einer Feier. Am Samstag ging es mir bereits nicht besonders gut. Daher habe ich mir größtenteils den Tag freigenommen. Am Sonntag hat sich mein Magen so gedreht, dass ich quasi mittags direkt wieder ins Bett gegangen bin. Dort habe ich mir einen Eimer bereitgestellt und bin bis Dienstagabend nur zwangsweise aus dem Bett aufgestanden, wenn es nicht anders ging. Das bedeutet, dass ich seit letzter Woche Donnerstag praktisch nichts mehr an irgendeinem System getan habe. Ich konnte auch fast keine Kundenanfragen beantworten und natürlich muss man, sobald man wieder halbwegs fit ist, die E-Mails abarbeiten, die in dieser Zeit hereingekommen sind. Warum erzähle ich das alles? Ganz einfach, dieses System hier ist in der Zwischenzeit einfach weitergelaufen. Und wenn man sich das hier alles einmal anschaut, könnte man der Meinung sein, dass alles prima ist. Doch wenn wir etwas herauszoomen, sehen wir im Chart, dass es am 8. Dezember noch ganz anders aussah. Zu diesem Zeitpunkt hatten wir viele offene Positionen, die darauf warteten, endlich mit Profit geschlossen zu werden. Und solche Überhänge können viele Menschen total verrückt machen. Ich kann das jetzt zeigen, ich kann das auch erklären, aber das ist eine ganz andere Geschichte, wenn man selbst vor dem eigenen Konto sitzt und sich die Frage stellt, wie das alles noch profitabel geschlossen werden soll. Genau da liegt auch die Schwachstelle beim Trading. Menschliche Emotionen haben einen viel größeren Einfluss auf uns als tatsächliche Ergebnisse oder Erfahrungen. Selbst wenn man viele Jahre lang automatisch gehandelt hat, kann man immer noch in die gleiche Situation geraten, in der man glaubt, dass es vielleicht 100-mal gut gegangen ist, aber dieses eine Mal schief gehen wird. Und dann möchte man die Verluste begrenzen und handelt aus emotionalen Gründen. Genau so etwas hatte ich letzten Donnerstag mit einem anderen meiner Handelssysteme. Dort war ein solcher Überhang von offenen Positionen mittlerweile so nah an das Profitziel herangerückt, dass ich emotional sehr stark den Wunsch verspürte, alle offenen Positionen im Verlust zu schließen, nur um mich besser zu fühlen. Das Einzige, was mich davon abhält, so etwas zu tun, ist die Tatsache, dass ich mittlerweile gelernt habe, dass so etwas dazu führt, dass man sich nicht mehr an seine eigenen Regeln halten kann. Ich lasse meine Systeme fast immer rund um die Uhr durchlaufen. Ich sage fast immer, weil es Ausnahmen gab und auch wahrscheinlich immer wieder geben wird, zum Beispiel als wir umgezogen sind. Bevor ich meine Systeme wieder starten konnte, musste ich natürlich erst einmal die ganze Computer-Hardware wieder aufbauen und den DSL-Anschluss einrichten. Versuchen Sie aber mal Ihrer Frau zu erklären, warum die Küche noch nicht steht, wenn man abends nach dem Umzug die Umzugshelfer zum Essen eingeladen hat. Was ich damit sagen will ist, es gibt immer wieder Prioritäten, die man setzen muss, und es kommen auch Situationen zustande, auf die man vorher niemals eingerichtet war. Wir alle können uns wahrscheinlich noch ziemlich genau an den ersten Tag des Lockdowns erinnern, und in meinem Fall war das auf der Rückfahrt von einer Trauerfeier, als wir im Radio davon erfahren haben und gleichzeitig auch noch die Sirenen losgingen. Auch das war eine extrem außergewöhnliche Situation und auch damals habe ich meine Systeme angehalten. Aber im Normalfall vertraue ich darauf, dass das, was ich über einen langen Zeitraum getestet habe und was mir auch die Ergebnisse im Strategietester zeigen, dementsprechend ist, was ich auch im alltäglichen Handel mit automatischen Systemen erlebe. Und das ist leider nicht so, wie sich das die meisten Leute wünschen, denn selbst wenn es langfristig funktioniert, fühlt es sich zwischendurch emotional meistens nicht besonders gut an. Verrückterweise habe ich in den letzten paar Krankheitstagen keinen Gedanken daran verschwendet, was meine Handelssysteme so produzieren, denn da hatte ich gerade ganz andere Sorgen. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video.